Amen. Amen. Sorry. So we've seen that when speaking about the delay of Christ, Wir haben erkannt, dass wenn wir über die Verspätung Christi sprechen, Ellen White uses a reference from 9T, page 29. und da benutzt Ellen White ein Zitat, und zwar aus dem 9. Band der Zeugnisse, Seite 28 And im that's from Englischen. section 1, the last crisis. Das ist von Abschnitt Nummer 1, die überschrieben ist mit die letzte Krise. The same section as the 9/11 quote that the movement uses. Es befindet sich also in dem gleichen Abschnitt wie den Abschnitt, den die Bewegung benutzt, um den 11. September zu beweisen. So we asked the question, why did Al-Qaeda choose 9/11? Wir haben uns dann die Frage gestellt, warum Al-Qaida nun den 11. September ausgewählt hat. And most people went to this event in 1863. Und die meisten 1683, sorry. Und die meisten sind dann zu diesem Ereignis im Jahre 1683 gegangen. And this is the siege of Vienna. Das ist diese Belagerung von Wien. The Ottoman Empire has a grudge. What is a grudge? They want to take revenge, or Das Osmanische Reich möchte nun Rache üben. Vienna is in Austria. Wien befindet sich in Österreich. And there seemed to be some confusion whether it was the beginning of the siege or the end of the siege. Und es gibt hier jetzt nun etwas Verwirrung, ob es sich nun hier um den Anfang oder das Ende dieser Belagerung handelt. So it appears to be the end of the siege. The date, you mean? The date, sorry. Es geht hier um das Datum, also und es scheint so, dass es the beginning. The Okay. Es scheint so, dass es bei dem Datum sich um das Ende dieser Belagerung handelt. There was also confusion whether it's the 12th of September or the 11th of September. Und es gibt auch etwas Unsicherheit darüber, ob es sich um den 11. September oder um den 12. September damals handelt. We saw that the Ottoman Empire was defeated and they were humbled. Wir haben gesehen, dass das Osmanische Reich besiegt wurde und erniedrigt. Most people would consider it to be the beginning of the end. Und die meisten betrachten es als den Anfang des Endes. Then this morning, Heute Morgen we went to a connecting link that we'd seen here, 1517. sind wir noch zu einem Verbindungspunkt gegangen, den wir hier erkannt haben, nämlich in das Jahr 1517. What is 1517, by the way? Was ist denn 1517 für ein Jahr? 95 protests on the attack on the door. Okay. In diesem Jahr wurden die 95 Thesen an die Kirchentür von Wittenberg geschlagen. This is when Luther nails his 95 theses or his arguments on the door. Das ist das Jahr, in dem Of the Luther cathedral, I seine think. 95 Thesen an diese Tür schlug oder seine 95 Argumente. Catherine, do you know what city or town that is? Kannst du dich erinnern, in welcher Stadt das war? Brother Jim, do you know? So right, I think it's Wittenberg. Es war in Wittenberg. So that was 1517. Das war im Jahre 1517. Why did we make the connection back to Luther? Warum haben wir jetzt diese Verbindung bis hin zurück zu Luther ziehen können? Why did the Reformation come up? Warum sind wir denn hier jetzt in der Reformation angelangt? Vienna was in 1529. Denn wir haben diesen Bogen geschlagen, weil die erste Belagerung von Wien war im Jahre 1529. So even though we didn't discuss the dates, what we did say was that this was part of a longer confrontation between Islam and the West. Wir haben die Daten jetzt nicht genau besprochen, aber letztlich geht es darum, dass der Islam mit dem Westen in Konfrontation steht. Sister Kathy, you gave us this link. Why did you give it? Kathy, du hast uns diese Verbindung gegeben. Warum? Played a part in the division and weakening of the empire
Die Reformation hat dazu beigetragen, dass das Königreich oder dieses ganze Reich geschwächt wird. There's already a tension between the princes and the emperor of the empire. Und weil es da ja schon diese Spannung zwischen den Fürsten und diesen Kaisern gab, So, if I understand you correctly, wenn ich dich jetzt also richtig verstehe, in this history, in dieser Geschichte Islam sees that the Holy Roman Empire is weakened. erkennt der Islam, dass das Heilige Römische Reich geschwächt ist. That's what Sister Sue Ellen was sharing with us. Das ist auch das, was Sue Ellen mit uns geteilt hat. They saw this as the opportunity to strike. Sie haben dies als Gelegenheit und als die Möglichkeit gesehen, nun anzugreifen. Because they'd seen that, we'll just say Germany was weak. Und wir sagen es jetzt allgemein, sie haben erkannt, dass Deutschland schwach ist. The question is, why were they weak? Die Frage ist nun, warum waren sie denn schwach? And their weakness can be traced back to the Reformation. Ihre Schwachheit kann dann zurück auf die Reformation geführt werden. Charles is, his reign as king is basically crippled. Dass die Macht oder die Regierung von dem König Karl wurde sozusagen sehr geschwächt The oder princes have verkrüppelt. rebelled. Die Fürsten sind aufgestanden und haben rebelliert. And basically, Germany is being destroyed within itself, internally. Und Deutschland wurde sozusagen intern in sich selbst zerstört. So that's why we had that date there. Deshalb haben wir hier also dieses Datum. Then this morning, Und heute Morgen we went back to this history of the Reformation, sind wir nochmals zurück zu dieser Geschichte der Reformation and we gegangen went to the year 1529, und haben das Jahr 1529 betrachtet. because this is the date that Elder Tess gave to us, Denn das ist auch das Datum, das älteste Tess uns gegeben hat, where she created a line wo sie diese Linie hervorbrachte, that took you from 1529 to 2019, die uns von 1529 bis ins Jahr 2019 brachte. connected by the time span of 490. Und diese beiden Daten werden durch die Zeitspanne von 490 Jahren verbunden. And 490 is what? 490 steht nun für was? It's a symbol of what, Sister Catherine? Für was ist es ein Symbol? Not sure, Sister Swellen? The end of probation for We'll keep it generic. Wir behalten es jetzt mal sehr allgemein, und zwar Gnadenzeit. 490 is probationary time. Also die 490 stehen für Gnadenzeit. Okay, so well, give me some examples, Gebt mir dafür nun einige Beispiele. Sister Sarah. I was thinking of the 70 weeks, but Okay. now how is it? Yeah, probation. 70 weeks. So we'll put the 70 weeks here. 70 Wochen. I think that's what Sister Swellen was going to give us. Ich glaube, das war auch das Beispiel, das Suellen uns geben Give wollte. me another one, because that one's easy. Can't think of one straight. Anyone else? or is it just symbolic? It can be symbolic. Muss es gleich 490 sein oder kann es auch symbolisch ein Beispiel sein, das symbolisch 490 beinhaltet? Ja, es kann auch symbolisch sein. The end of a probationary time? No, we need a 490 in there somewhere. Also wir brauchen schon die 490. No one knows another one? Keiner weiß noch eine weitere? No, it has to be a 490. Nicht die 1260, sondern es muss eine What did you say? 490 sein. 1260? 1260 is a symbol of, I'm going to say, scattering or punishment. Die 1260 sind eher ein Symbol für eine Zerstreuung oder eine Bestrafung. So we'll go to Matthew 18. Wir gehen zu Matthäus 18. Oh, this was Daniel
9:24. Das hier ist Daniel What did I just say, Matthew? 9, Vers 24. What reference did I just give? Matthew what? Matt- 18:22. Matthäus 18, Vers 22. Sister Sarah? You're Paraphrase? looking worried because did I give the No, wrong no, that's passage? fine. Yeah. But Okay, that's good. what do you want me to do? You can read it in English, read it in German, then explain. Matthäus 18, Vers 22. Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Im Deutschen, Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. I think it's about forgiving someone, and because Peter asked, how many times shall I forgive my brother? So it's kind of 70 times 7 makes up the 490. Okay, so 70 times 7 70 mal 7 sind ja 490. is the same as 70 weeks, 70 times 7. Ist ja das gleiche auch wie 70 Wochen. And what's the principle or the idea that's connected to 490? What does this teach us? With respect to the question. Ja, Peter saying, how often should I forgive? And Jesus says, in Bezug auf die Frage, wie oft soll ich vergeben, yeah, it's kind of probationary time. Then after that, it's just flesh it out a little bit for us. I know you know the answer. Just want us to get it in a nice format so people are clear what this will teach us. ich habe gesagt, es ist Gnadenzeit, weil Petrus ja fragt, wie oft soll ich vergeben? Yeah, just a couple of sentences so that people get it. Just the same as I said, or different? Same as you said, but just I want it like tidied up if you're able to. Okay, Peter asked, how many times should I forgive? And Jesus answered the 70 times 7, meaning like that's kind of the probation you give the person. Also ich habe gesagt, Petrus hat ja gefragt, wie oft soll ich vergeben? Jesus hat dann gesagt 70 mal 7. Und das ist die Zeit, die man sozusagen der Person als Gnadenzeit gewährt. So you can't take this literally, Das kann man jetzt natürlich nicht buchstäblich nehmen. because literally it would be you forgive someone 490 times, and at the 491st you say no more. Das würde ja bedeuten buchstäblich, dass du der Person 490 Mal vergibst und dann bei dem 491. Mal sagst du jetzt nicht mehr. Is 490 a lot? Wäre dann 490 viel? I'll rephrase my question. Is 490 a lot if you're married? Ist 490 Mal viel, wenn du verheiratet Okay, bist? so we're all good on that one. That was easy. Sorry? Or if you have siblings. Oder wenn du Geschwister Yes. hast. So it sounds a lot, but it's not a lot. Es hört sich nach sehr viel an, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist es nicht viel. You could exhaust your vouchers in a couple of weeks. Du könntest deine Gutscheine sozusagen innerhalb von weniger Wochen dann sind sie dann leer. So you can't take it literally, it's symbolic. Das kann man natürlich nicht buchstäblich nehmen, sondern symbolisch betrachten. It's all taking us back to this idea of 490 is probationary time. Es bringt uns zurück zu dieser Idee, dass die 490 für die Gnadenzeit steht. Whilst we're here, Und da wir ja schon mal hier sind, Sister Catherine, what does probationary time mean? What does probation mean? was bedeutet denn Gnadenzeit? Just one word. Period of time when you are. Dieses Probation heißt im Deutschen Probezeit auch oder die Bewährungszeit. I want to say watched, but no. You want to say watched? Okay, you check in the dictionary. Schau mal im Wörterbuch nach. Sister Swellen, probation. What is it? Was ist denn die Bewährung oder Probezeit? If you're under probation or in probationary Oder time. Probe in Bezug. Captive. Ich wollte sagen, gefangen. Sister Catherine. Probation is Wofür steht, was ist die Probezeit, die Bewährung? test. Das ist ein Test. Test. Is that pulling up like that, Sister Catherine? Findest du das so im Wörterbuch?
Brother Jim? Yeah. Kind of, yeah. Yeah? Sisters Catherine, read it to us. What you read? What you found? In a workplace setting, probation is a status given to new employees of a company or business or members that allows the supervisor to determine if they are skilled for what they are going to use them for. Okay. So Brother it's a Jim? test. Yeah, just, what I got was, process or period in which a person's fitness as for work or membership in a social group is tested. So the key word we want to see is it's a time period where you're tested. Also das Schlüsselwort, das wir erkennen möchten, ist, dass es eine Zeitperiode ist, in der du getestet wirst. Not a time period of mercy as we often speak about. Ja, es ist nicht eine Zeitperiode der Gnade, so wie wir es eigentlich oft betiteln. Kind of. So in etwa. Why do I have to say kind of? Warum sage ich so in etwa? Because of this. Wegen dem hier. God is forbearing Gott ist gnädig to punish. oder verzieht zu strafen. We can call that mercy. Und das könnten wir auch Gnade nennen. Time period of mercy. Es ist die Gnadenzeit. But the technical definition is the time period of testing. Aber die technische Definition dieses Wortes ist eigentlich eine Zeit des Tests. Are we okay with that? Carry on. Sorry? The origin is from Latin, and it says to test or prove. Good. Der Ursprung aus dem Lateinischen heißt dann auch zu testen oder zu sich beweisen. To test or to prove someone. Also jemanden zu testen oder beweisen. Like for a criminal sentence, it's a term of imprisonment that is suspended provided certain terms and conditions are met. We often, let's translate that. So you do a crime, Wenn du eine Straftat you have begehst, a custodial sentence, that means you go to prison, dann bekommst du hier dein Strafmaß. Also bedeutet du gehst ins Gefängnis, 10 years. zum Beispiel für 10 Jahre. There's a board that's going to be set up called the parole board. Da Just wird a so diese, Committee. It's just a committee. I think also es wird so ein Komitee aufgesetzt And at the 7th year, und zum 7. Jahr dann they say you can leave prison, sagen sie, du kannst das Gefängnis but verlassen. you're still, the 10 years remains. Aber die 10 Jahre bleiben, 7 years inside, 3 years outside. 7 Jahre im Gefängnis und 3 Jahre dann frei draußen. So it's to lessen or to commute the 10-year custodial sentence Und das ist dann, um deine 10 Jahre sozusagen etwas zu kürzen im Gefängnis selbst. Also auf Bewährung geht man dann raus. but in some shape or form you're still a prisoner, Aber in gewisser Weise bist du ja dann doch noch ein Gefangener. which is why we tend to have this idea that probation is you're free. Wir haben ja so die Idee, dass diese Probezeit oder diese Bewährung bedeutet, dass du frei bist. No, when I said this and I said kind of, Und als ich hier darauf gedeutet habe und gesagt habe, na, so in etwa, you're forbearing to punish, and I said because of mercy, forbears also tyranny. forbearing means you're not doing punishment because of mercy. Also dieses Dulden ist, man verzieht die Bestrafung wegen aus Gnade. Is that an accurate representation? Ist das eine richtige Darstellung? Yes or no? Unterlassen im Deutschen. No, it's not accurate. Das stimmt aber soweit nicht. It's not mercy. Das ist keine Gnade. This is Das ist ein Test. You cannot punish someone. Du kannst niemanden bestrafen. No, we won't say that. You cannot give the person their certificate, their reward, Wir sagen es anders. Man kann einer Person nicht sein Zertifikat oder seine Urkunde geben. you can't give them a reward until they've been tested. Du kannst ihm seine Urkunde nicht so lange nicht geben, bis er nicht getestet wurde. So Christians like to think this is mercy. Und Christen denken, dass das Gnade sei. I don't want to shatter people's image of God, Ich möchte jetzt nicht an dem Bild
an dem Gottesbild von Menschen rütteln. But if we just go with the definitions, Aber wenn wir mit den Definitionen gehen, this is not a time of mercy, it's a time of testing. dann ist das nicht eine Gnadenzeit, sondern eine Probezeit, eine Zeit des Tests. And you can't give someone their reward until you know what the test result is. Und du kannst jemandem nicht eine Belohnung, eine Urkunde geben, solange du nicht weißt, wie er im Test abgeschnitten hat. What's the reward? Was ist denn die Belohnung oder diese The Urkunde? certificate says pass or fail, it's your reward. Das Zertifikat oder die Urkunde wird dann sagen, na, du hast den Test bestanden oder du bist durchgefallen. But you have to have done the exam or the test first. Aber zuerst musst du ja diesen Test bestehen One more. oder machen. We've Noch- got 70 times 7, 70 weeks. Noch ein weiteres Beispiel. Wir haben die 70 mal 7 und die 70 Wochen. So this next one's a bit obscure. Das andere ist so ein bisschen verschleiert oder versteckt. Somewhere in Leviticus. Es befindet sich I im don't dritten think Mose. so. Well, I don't know one in Leviticus. Ich kenne zumindest keins im dritten Buch Mose. So we can we can thank Brother Theodore for this next one. Für das nächste Beispiel können wir Bruder Theodor Danke sagen. He's not the only one that knows this. He didn't invent this, Er ist nicht der Einzige, der das erkannt hat. Er hat das nicht erfunden. but he's been quite vocal about this one in the movement for a number of years now. Aber er ist er hat dieses in den letzten Jahren sehr laut vertreten in der Bewegung. So let me do it this way. Lass es mich auf diese Art und Weise tun. He's correct. My understanding is. Soweit mein Verständnis ist er in Bezug auf dieses Thema richtig. Leviticus 26. 3. Mose 26. Leviticus 26 is what, Sister Catherine? Um was geht's in 3. Buch Mose Kapitel 26? Judgment and Just the subject. What we Welches go to Thema? 26. What are we always talking about? Um was sprechen wir normalerweise in 3. Mose 26? 25:20. Über die 25:20. Okay. So who is familiar with the chapter? Wer ist mit dem Kapitel vertraut? Sister Sarah? Keines. Yes. Okay. So what I'd like you to do is not verse by verse. I don't want that. Ich will jetzt nicht, dass du Vers durch Vers hindurchgehst, But beginning at verse 1 aber Vers 1 begonnen to 46, bis 46. just run us through the chapter. But you don't have to go like this verse and that verse. I don't want any. Just really simply, Well, if you're able to do that. If you're not, let me know. I don't want to. If you don't have any idea, I don't want you to do it. the only thing where I would start is that the chapter is kind of in two parts. If you are obeying, you have a blessing. If you don't obey, you will receive a curse. Okay, so we'll start there. Also wir beginnen hier, dass in dem Kapitel aufgezeigt wird, wenn du gehorsam bist, dann empfängst du Segen und wenn du ungehorsam bist, dann empfängst du Bestrafung. The chapter begins with a blessing and a curse. Also das Kapitel fängt mit Segen und Fluch an. So we'll say that it begins with a blessing, Wir sagen, dass es mit dem Segen beginnt and we'll just read. We'll read verse 3, und lesen Vers 3, first part. erster Teil. If you walk in my statutes, Wenn ihr nun in meinen Satzungen wandelt. verse 3, if you keep my Sabbaths, Verse 3. verse 2, sorry, verse 2. Im Vers 2 dann, haltet meine Sabbate. Should have done that backwards. So you're doing something good, Also man sieht, man tut etwas Gutes. keeping the covenant. Man hält die Gebote und den Bund. Verse 4 Vers 4 tells you what you will receive. heißt es dann, was ihr empfangen werdet. So verse 1, 2 and 3 Vers 1, 2, 3 is the test. ist sozusagen der Test. Verse 4 is the reward. Und Vers 4 ist dann die Belohnung. Where does it end, Sister Sarah? The reward. Yeah, we begin in verse 4. Tell us where we end. Which verse number? Hopefully we should all be looking. Including verse 13. 13. Die Belohnung wird dann von Vers 4 bis Vers 13
gesagt. Sister Sue Ellen? Verse 1 to 3 is what? Verse 1 bis 3, was steht da? The test. Das hier ist der Test. Positive or negative? Ist dieser positiv oder negativ? Okay. So it says if you do this, this and this, Er ist positiv. Es heißt, wenn du das und das und das tust. we'll just call it the test. Wir nennen das jetzt den Test. Verse 4 to 13, Und dann in den Versen 4 bis 13 Brother Jim, is what? ist dann was? The reward. Die Belohnung. Which kind of reward? Was für eine Art Belohnung? Eine Excellent. gute. I'll put positive. Ich sage jetzt hier ein positive. This is the positive good reward. Das ist diese positive gute Belohnung. Next verse, verse 14, Sister Catherine, it begins with what word? Vers 14, mit welchem Wort beginnt dieser Vers? And. Verse 14? And. What word does it begin with? Mit welchem Wort fängt dieser Vers an? 23:14. We're in chapter 26. That's why. Sorry. But. But, Aber. what's that mean, Sister Sue Ellen? Was bedeutet das? But in another case, In another case, Sister Catherine, to find a dictionary definition of but. Sister Catherine will do that for us. You carry on, Sister Sue Ellen. But means, in another case, Aber bedeutet in einem anderen Falle, in contrast, in im contrast, Gegensatz okay? if you don't, If you don't. und auch wenn du das nicht tust. 14, to which verse? Vers 14 bis zu welchem Vers Tell dann? us when you find the answer, Sister Catherine. What the word but means. Okay. You there? Okay. So you find the verses to Sue Ellen. Tell us what the word but means. Used to introduce a phrase. So you do it in your own words. Oh, okay. Because if you do the dictionary, we don't understand that. I Wenn du- don't at least. Wenn du uns die Definition aus dem Wörterbuch sagst, dann verstehen wir es meistens eh nicht. Gib es in deinen eigenen Worten wieder, bitte. Like, similar words are yet, nevertheless. Like, not. Can't do that. I'm not looking for synonyms. Ich suche jetzt keine Synonyme. What I like to do is go to a children's dictionary. Was and ich gerne find it mache, better. ist zu einem Kinderwörterbuch zu gehen, weil die kann man besser verstehen. Don't know how to say Sister it. Sue Ellen, which verse you going to? Zu welchem Vers gehst du, Ellen? you've got an and here, so I don't know if that breaks it up there. You just tell us the answer. Need some help? So you tell us when you found it, Sister Catherine. Nice, simple definition, so that I can understand what it means. Catherine, wenn du eine gute Erklärung gefunden hast, dann sag es uns. Okay, Sister Swellen, let me give you help. Lass mich dir helfen, Suellen. So, 4 to 13 4 bis is 13 the reward. war die Belohnung. You said the word but means a contrast. Und du hast gesagt, dieses Wort aber bedeutet, dass es hier konträr So verse weitergeht. 14 Vers 14 also says, if you don't do all of these things, heißt, wenn du das alles nicht tust, so 14 is on its own. 14 steht also für sich allein. So we're going to say that is the test. Und dann sagen wir, das ist der Test. You haven't done 1 to 3. Wir haben die Verse 1, 2, 3 nicht erfüllt. Where's that section going to come to? Bis wohin geht dieser? 14 and... Don't read the verse to us. Lest jetzt nicht den Vers. That's where you want to end that. The check. The test.
Wo ist das Ende dieses Tests? I don't know. Sisters Kathy, where you want to end 14? Wo möchtest Verse du 15. 14 beenden? to 15. 14 bis 15 ist der Test. 14. If you don't do these commandments, Wenn du diese Geboten nicht gehorchst, if you hate my statutes, wenn du meine Satzungen hasst, I was just going to say, if you hate my judgments, und ich sage jetzt auch, wenn du meine Rechtsbestimmungen hast, if you break the covenant. wenn du den Bund brichst, So 1 to 3 was the test. 1, 2, 3 war Test, You get the reward. dann 4 to bekommt man 13. die Belohnung von Versen 4 bis 13. 14 to 15 14 und 15 is the same test. ist der gleiche Test. And it says if you fail the test, Und hier heißt es, wenn du den Test nicht bestehst, then dann next section will be 16. wäre der nächste Abschnitt, Verse 16. Brother Jim ends where? Where does this is going to be what? Was wird das dann sein, ab Vers 16? Negative. Das wird auch negativ sein. It'll be if you read what 16 says. That is what we would call a Schau mal, was Vers 16 aussagt. same as verse 4. Wir würden sagen, dass es das gleiche ist wie Vers 4. Nicht der Test, sondern Verse 4 is not a test. Vers 4 war nicht Test, sondern It says then I will give you. dort heißt es, dann werde ich euch geben. 16. Und in Vers 16 Then I will do. heißt es, und dann werde ich dies tun. 16 is a Vers 16 ist also good. die Belohnung oder Good or bad. eine schlechte Belohnung. So this is the negative reward. Das ist diese negative Belohnung. You can see the pattern. Könnt ihr dieses Muster erkennen? Test, positive reward. Test, negative reward. Erst der Test, dann die positive Belohnung, wieder ein Test, dann die negative Belohnung. Tell me the verse that it ends in. In welchem Vers endet dieser? Sister Catherine, you found the answer? That Go ahead. much so. The word we're looking for the definition of but. What is but? Wir haben ja nach der Definition von aber gesucht. Was bedeutet denn aber? But is the word that turns a corner in a sentence. If a sentence starts out in one direction, but can change the direction. For example, I like you, but I never want to see you again. Also dieses Wort ist sozusagen dieser Drehpunkt, I like Wo- that. wo ein Satz in eine genau entgegengesetzte Richtung gedreht wird. Wie das Beispiel, ich mag dich, aber ich will dich nie wiedersehen. It's the best definition I ever heard. Das ist die beste Definition, die ich jemals gehört habe. Vocabulary.com. Change direction. Es bedeutet, dass If it was good, Die it becomes Richtung- bad. die Richtung geändert wird. Es war gut und dann wird schlecht. Bad direction turns into good direction. Schlechte Richtung ändert sich dann in eine gute. What does Sister Shemaine call this? Wie würde Jimenez nennen? It's a turning point. Good. Ein Drehpunkt. Change Excellent. direction. Okay, Brother Jim, Yes. verse. I think 21. Mm-mm. Nope. Are you going to go forward or back? Yeah, well, it looks like Back. It's going back. Yeah. Okay. There's a whole heap of punishment going on. In Vers 16 sind all diese Bestrafungen. So you read 16 punishment. Uh-huh. Du stimmst überein, dass Vers 16 diese Bestrafungen sind? 17, Vers 17, more of the same. More of the same, yeah. Good. gleich. Then 18 says what? Was heißt es dann in Vers 18? Okay, so Well, it 18. says telling him that he's going to punish him some more if he doesn't do it. Good. German, we have that word. You have. Okay, so that's what I wanted to pick up. In English, it says verse 18 begins with and.
In Vers 18 fängt es im Englischen an mit und, In German? with if, but then because of the sentence structure, then there is a but. It's but. 18 is but, Im Deutschen sehen wir es, da haben wir das Wort aber, which means it's a change of direction. welches bedeutet, dass wir hier eine Veränderung in der Richtung haben. Good. Also haben wir hier 16 und 17. 18 will tell you that even with the and. Und auch Vers 18 zeigt es uns auf durch das Wort und am Anfang Brother im Jim? Englischen. First part of 18, it says this. Im ersten Teil des Verses 18 heißt es, Tell me what the this is. dort heißt es dies. You can either give me the verse or the concept. What is the this? Oder daraufhin im Deutschen auch. Was ist dieses? You obviously have to go Daraufhin? back. Worauf even- bezieht sich das? Man muss zurückgehen. Auf welche Verse? Is everybody seen that? 16 und 17. Catherine? This is 16 and 17. Daraufhin bezieht sich dann auf Vers 16 und 17. Is that okay? It depends on the translation you have the Okay. word or not. Yeah, so in Germany you might not have the word. Im Deutschen hat The man way es you do vielleicht in das English. Wort so, wie es im Englischen ist, nicht so. But they have the word but and we don't. Aber im Deutschen haben wir das Wort aber und im Englischen haben wir das Wort nicht. So verse 18 says, Vers 18 heißt also, if this, wenn dies, the negative reward, wenn diese negative Belohnung is not enough, nicht genug ist, what will I give you? was werde ich euch dann geben? I'll give you more. Ich werde euch noch mehr geben. Good. So if that's not enough, I'll give you more. Wenn das also nun nicht genug ist, dann gebe ich euch noch mehr. So 18 Vers 18 and onwards, und dann fortan. more of, what's this word going to be? Sister Dann Cathy? gibt es mehr von More of the, mehr Belohnung, yes. I'm going to just say more of the same. mehr vom Gleichen. I'm going to give you more of the same that I've already given you. Mehr von dem, was ich euch schon gegeben habe. Except Außer, this will be worse. dass es jetzt noch schlimmer wird. Okay. So, we can make a break here, Wir können hier mal eine Pause machen. and I'm just going to say it this way without proving it. Und ich sage es jetzt mal so, ohne es zu beweisen. They come out of Egypt. Sie kommen aus Ägypten heraus. That's where chapter 26 is beginning. Da fängt Kapitel 26 an. You've come out of Egypt. Du kommst aus Ägypten heraus You've come into the promised land, und bist in das verheißene Land eingetreten. and God is going to go into a covenant, or he's going to make a deal with you Und Gott tritt in einen Bund mit dir ein und macht sozusagen einen Deal mit dir. in the land of Canaan. In dem Land Kanaan. The deal is this. Der Deal sieht wie folgt aus. If you listen to me, Wenn du mir gehorchst, what will happen? was wird dann geschehen? You'll get a positive reward. Du wirst eine positive Belohnung bekommen. Read 4 to 13 and you'll see what the reward is. Lese die Verse 4 bis 13 und du wirst diese Belohnung erkennen. Basically, you're going to have a good time in the land. Und grundsätzlich ist es, dass du eine gute Zeit in dem Land haben wirst. Two main things. Noch zwei Hauptsachen. The land will produce Das Land wird Frucht bringen and your enemies won't take your land. und deine Feinde werden das Land nicht wegnehmen. You're in Canaan. Du befindest dich in Kanaan. If you don't follow the rules, Wenn du diesen Regeln nun nicht Folge leistest, then what will happen? was geschieht dann? Two things. Zwei Dinge. The land Das Land will not produce. wird keine Frucht hervorbringen Your enemies und deine Feinde will destroy you. werden dich zerstören. And then he says, Dann sagt er, if that is not enough und wenn das noch nicht genug ist, to awaken you, um dich aufzurütteln und aufzuwecken, I'll give you some more. gebe ich dir noch mehr. You okay with that? Soweit okay? So I'm saying Ich sage, 16 and 17 16 und 17, is what ended up happening. was endet hier? 4 to 13 never happened.
was aber hier in Basically. 4 bis 13 nicht geschieht. 16 to 17, 16 und 17 ist, 2 things are happening. 2 Dinge passieren. The land doesn't produce and the enemies hurt you. Das Land bringt keine Frucht hervor und deine Feinde fügen dir Schmerzen hinzu. I'm going to say this is the history of the judges. Und ich sage euch, das ist die Geschichte der Richter. Everybody's just doing their own thing. It's survival of the fittest. Es ist, jeder macht so dasselbe, der Stärkste überlebt. The people look around Die Menschen schauen um sich and they say, there's a problem in our country. und sagen, hier gibt es ein Problem in unserem Land. Keep on getting destroyed. Wir werden immer wieder zerstört. Why? Warum? Why do they keep on getting destroyed, Sister Catherine? Warum werden sie immer und immer wieder zerstört? Don't give me the proper answer. Gib mir nicht die richtige Antwort. Give me their answer. Gib mir ihre Antwort. Why they keep on getting destroyed? Warum werden sie immer und immer wieder zerstört? What's their problem? Was ist denn ihr Problem? They failed the test. Or they didn't. No, that's the truth. Das ist die Wahrheit, dass sie den Test nicht bestanden haben. Help you? Yeah. All the countries around them, Alle Länder um sie herum, what system of government do they have? welche Art der Regierung haben sie? A king. Sie haben einen König. Why are they in a mess? Warum befinden sie sich jetzt hier in diesem Schlamassel? Because they don't have a king. Weil sie keinen König haben. What do they have? Aber was haben sie? Judges. Judges. Sie haben die Richter. And judges just don't have the clout, the weight. Und die Richter haben nicht so diese Gewichtung. Clout, weight. So they need a king. Also, sie brauchen einen König. So now they're in the period of the kings. Und jetzt befinden wir uns in der Zeit der Könige. First king, Erster Könige, Saul. der erste König ist Saulus. Saul. What happens with the first king? Was geschieht mit dem ersten König? Success or failure? Ist er ein Erfolg oder ein Fehlschlag? Failure. Fehlschlag. This is failure on a bigger scale that's ever happened before. Das ist ein Fehlschlag auf einer noch größeren Ebene, wie sie niemals zuvor bisher geschehen ist. He's worse than all the judges. Er ist noch schlimmer als all die Richter. You're okay with that? So, does God punish them? He's going to punish them in verse 18. We've got that? Wir verstehen, dass Gott in Vers 18 sie bestraft. He says, Und if er all sagt- this is not enough, Er sagt, wenn das alles nicht genug ist, I'm going to punish you. werde ich euch bestrafen. This was the judges, now we're in the kings. Das waren die Richter und jetzt befinden wir uns in den Königen. Who was one of the worst kings? Wer ist denn einer der schlimmsten Könige? The first one, Der erste? Saul. Saulus. So, if you were God, Wenn du Gott bist, what would you do? was würdest du tun, wenn du Gott wärst? When would you bring in verse 18? Wann würdest du nun Vers 18 heranziehen oder ausführen? Straight away, wouldn't you? Sofort, nicht wahr? See, look, when I say straight away, it's a 40-year reign that he has. Und wenn ich sage sofort, er hat ja 40 Jahre regiert, You would have punished them straight away in the reign of Saul. du würdest sie sofort in der Regierungszeit von Saulus bestrafen. Does he do that then? Hat Gott das damals sofort gemacht? He waits and waits Nein. and waits. Er wartet und wartet und wartet. So verse 18 is not the reign of Saul. Vers 18 ist also noch nicht die Regierung von Saul. I'm not interested to give you the name of the king. Ich bin jetzt nicht interessiert darin, euch den Namen des Königs zu geben. All I want us to know is God's going to wait. Alles, was ich möchte, dass ihr erkennt, ist, dass Gott wartet. He's going to do Saul, Er wartet auf Saul, David, David. Solomon, Salomo, Rehoboam, Jeroboam. Rehobeam, Yeah, Rehoboam, Jeroboam. He's going to wait and wait Er wartet und wartet. until what? Bis zu was? Sister Swellen, what will he wait for? Auf was wartet er? Until the cup is full. Bis das Glas voll ist. Excellent. Super. When does the cup get full? Wann wird denn das Glas voll? Don't give me the name of the kings. Gib mir jetzt nicht den Namen des Königs. When does it get full? Wann wird es voll sein? At the end of 490 years. Am Ende der 490 Jahre.
So, Also, God's going to give them 490 years of probationary time. Gott gibt ihnen also 490 Jahre is it now? We always say the time of mercy. Yeah. Er gibt ihnen nun diese In German, that's how Gnadenzeit, you translate it. Yeah, it's really, diese Probezeit. I'm going to call it the 490 years of the kings. Ich nenne sie nun die 490 Jahre der Könige. Saul to King X. Von Saul bis zu diesem König X. Are we okay with that? Können wir soweit folgen? So we've got 3 testimonies. Wir haben also nun 3 Zeugen. A question. Frage: Why would God do this? Warum macht dann Gott das? Why would he wait 490 years probationary time? Why not just punish them straight? Warum wartet er denn diese 490 Jahre und warum bestraft er sie denn nicht sofort? It gets risky now Jetzt wird es etwas riskant, because I want to know what God's thinking. denn ich möchte ja wissen, was Gott denkt. And you don't have any inspired statement. Und wir I haben don't keine eingegebenen Aussagen. So you have to Inspirierten start Aussagen. thinking, what would God do? Und du musst nun anfangen zu überlegen, wie würde nun Gott denken? Which means, what would you do? Welches dann bedeutet, was würdest du tun? Sister Kathy, why is he going to wait? Warum wartet er? Because you have to have probation before you can be tested. You have to have probation before you get tested. Man muss die Probezeit haben, bevor man getestet werden kann. That had a lot of stuff with the judges. Sie hatten ja schon lange Zeit mit So den why Richtern. wait? Warum dann also noch warten? Because that's what God does. Weil das ist das, was Gott tut. Amen. Good Adventist answer. Sister Catherine, give us a movement answer. Das ist sozusagen mal die That's mean STA-Antwort. of me, isn't it? I'm sorry, Sister Kathy. Gib mir jetzt die Antwort, die die Bewegung geben I could würde. get really mean and say, don't give me a Laodicean answer. Gib mir keine Oh, laodiceanische sorry. Antwort. Okay. What's God doing? Was macht denn Gott? He's setting up a history that we can see throughout the ages that this 490 is a time of probation. Er führt die Geschichte so, dass wir No. am Ende erkennen können, dass 490 für Probezeit steht. He's doing it for them, not for us. Yeah. Er macht es für sie, nicht für uns. We just reap the benefits of it. Und wir haben nur die Vorteile. Wir können die Vorteile daraus ziehen. If we didn't exist, he would have done the same thing. He has to do this. Und wenn wir nicht existieren würden, hätte er trotzdem dasselbe tun müssen. Er muss es tun. I don't know. Sister Suellen. Well, I thought she was going to say setting up a principle. What principle? Ein Prinzip aufzustellen. Welches Prinzip? The one that we see in Matthew 18:22. Das Prinzip, das wir auch in Matthäus 18, Vers 22 Can you erkennen. explain a little bit more? Erklär noch Which etwas is, mehr. He's already done this here. Das hat er doch hier schon May gemacht. not be 490 years. Vielleicht waren es keine 490 Jahre. what did you say? He's already done it in the time period of judges. They've had plenty of time. Er hat es doch schon in der Zeit der Richter getan. Dort hatten sie viel Zeit. Why wait another 500 odd years? Warum noch weitere 500 Jahre warten? This judges stuff has been going on for hundreds of years. Diese Richter gingen ja auch schon Jahrhunderte. So why is he going to wait? I'm going to say another 500 years. Why is he waiting more? Warum wartet er, und ich sage jetzt noch 500 Jahre mehr, warum wartet er noch weiter? The answer, I want to suggest, Antwort, die ich vorschlage, is the one that Sister Catherine already gave to us, ist die, die Catherine schon gegeben hatte. which was what? Was hast du gesagt? She's not going to tell you. Sie wird es euch nicht sagen. It's over there. Es ist schon da. What's the issue? Kings? Könige? Expand. The answer is Um, kings. Expand. Well, they thought they were in a mess because they don't have a king. Good. So Also sie dachten, dass sie in diesem Schlamassel waren, weil sie keinen König hatten. that's why he has to do this. Deshalb muss Gott also dies machen. Who created the mess in Israel? Wer hat denn diesen Schlamassel in Israel hervorgerufen? Give me your Which- choices. This is them, not us.
them. They're thinking, give me the two choices that we have. Well, God, And, they won't say themselves. but I'm saying God and them. Yeah. They're the two choices. So you ask them, why are you in a mess? Also sie haben die folgende, wen können sie beschuldigen, sich selbst oder Gott? Und wenn man sie jetzt fragt, warum befindet ihr euch in diesem Schlamassel, And they say, dann sagen sie, well, God didn't give us a king. We don't have a king. so they say it's God's fault we're in this mess Sie sagen, Gott hat Schuld, dass wir in diesem Schlamassel sind, because we don't have a proper form of government. denn wir haben keine richtige Art der Regierung. So they're blaming God. Sie schuldigen also Gott an. So then they say, Dann sagen sie, change of, Government. let's change the plan, change of government. Wir möchten den Plan ändern, wir möchten die Regierung ändern. So now whose plan is this one? Welcher Plan ist das nun? Themselves. Israel's, the humans' plan. Also welcher Plan ist es? Es ist der Plan von Israel, menschlicher Plan. So God has had his opportunity Gott hatte also seine Möglichkeit, to make a mess of things, to make a mess, um diesen Schlamassel because hervorzurufen. he made a huge mess. Denn er hat ja diesen Schlamassel hier gemacht. Now God says, okay, Und jetzt sagt Gott, okay, you can have your. your opportunity, Und jetzt sagt Gott, naja, nun habt ihr eure Möglichkeit. which means they have to have what? Welches bedeutet, was müssen sie haben? They have to have time, Sie müssen eine gewisse Zeit haben. because this is a fight between the people and God, Denn das war his ja people. der Kampf zwischen Gott und seinem Volk. They gave God time, Sie haben Gott and he Zeit made a gewährt. mess of the whole thing. God made a mess. Gott hat diesen Schlamassel da gemacht. So in our relationships, Und wie in unseren Beziehungen, like in a marriage, wie in einer Ehe, we say, okay, you do it then. dann heißt es, naja gut, dann machst du halt selber. Or in ministry, Oder in einer we Ministry, get fed up with each other. wenn wir nicht zusammenarbeiten können. You say, if you don't like it my way, Wenn du es nicht so magst, wie ich es mag, we'll do it your way. dann machen wir es halt so, wie es du willst. So that's what God says. Das ist so, wie Gott es sagt. We'll do it your way. Wir machen es so, wie du sagst. And they fail at the first hurdle. Und schon bei der ersten Hürde schlägt es fehl. But they say, that's not enough time. Und dann sagen sie, na, wir hatten ja nicht genug Zeit. We need more practice at Wir, this. wir brauchen noch ein wenig Übung. So God allows them to have numerous kings. Also erlaubt es Gott, dass sie mehrere Könige haben. Then at the end, Und am Ende he says, I think that's enough time. sagt er, na, ich glaube, jetzt hattet ihr genug Zeit. What kind of time? Welche Art von Zeit? Which is Probezeit, welches bedeutet? 409, probationary means what? Und diese Probezeit bedeutet So this is enough. eine Zeit des Tests. This is enough time to test your theory, your model. Es ist also genügend Zeit, um deine Theorie, dein Modell zu testen. So this was the test. Das hier war also der Test. So I don't know if we can see the reasonableness of what's going on here and who's fighting and what the issues are. Ich weiß nicht, ob wir hier das erkennen können, was das Thema hier ist und wer hier kämpft. God is forced to give them time Gott ist gezwungen, ihnen Zeit zu gewähren, to prove their point. damit sie ihre Sichtweise beweisen können. And what ends up happening? Und was geschieht dann letztlich? God proves Gott beweist, that their model dass ihr Modell is better or worse than God's. besser oder schlechter als das Modell Gottes ist. Worse, far worse. Ist viel schlimmer. When it's Viel been schlechter. proven, Es ist also nun bewiesen, tested, es wurde getestet, he says geprüft. what? Don't need to test anymore. Und er sagt, naja, jetzt müssen wir nicht noch weiter prüfen. I proved my point. Ich habe meinen Punkt bewiesen Now it's reward time, und jetzt ist die Zeit der Belohnung, which is verse 18. welches hier Vers 18 ist. It's going to be more of the same negative punishment. Es wird noch mehr von der gleichen negativen Bestrafung kommen. And so this is the end of the kings. Das ist am Ende der Könige. Happens in 4 stages. Und das geschieht dann in 4 Schritten. We could say this. Und wir könnten es wie folgt sagen. It begins when? What waymark? An welcher Wegmarke beginnt es? At the end. Am Ende. Now the end Das Ende is a singular point ist ein einziger Zeitpunkt or oder
period of time. oder eine Zeitperiode. So we call it the Also nennen wir es time of the end. die Zeit des Endes. The time of the end Die Zeit des Endes is not the end of something, ist nicht das Ende von etwas, it's the beginning of something. sondern der Anfang von etwas. It's the beginning of the Der Anfang vom Ende. time of the end is the beginning of the end. Zeit des Endes ist also der Anfang vom Ende. Which is why Sister Suellen wanted to say which king? Deswegen wollte Suellen welchen König nennen? Manasseh. Manasse. Because he is the beginning of the end. Denn er ist der Anfang vom Ende. We would say in the movement, Und wir in der Bewegung würden sagen, he was an earnest. er war diese I don't know if that will help. I'll just, because even English people don't probably know what earnest means. diese Anzahlung, He's oder Pfand. a prelude Er ist or a foretaste of what's about to happen. sozusagen dieser Vorgeschmack oder diese Einleitung von dem, was geschehen wird. Okay? Earnest technically means other things, but we'll just say it's a foretaste. Im Technischen bedeutet Anzahlung oder Pfand ja was anderes, aber wir sagen jetzt hier, es ist sozusagen dieser Vorgeschmack. So harbinger is completely accurate. Also ist dieser Vorbote genau das richtige Wort. What happens at the very end? Was At the geschieht denn end of the end. am Ende des Endes? Everybody goes to where? Wohin geht jeder? Which country do they go to? In welches Land? Babylon. Nach Babylon. What happens to Manasseh Was geschieht mit Manasse as a harbinger? als dieser Vorbote? He goes where? Wohin geht er? Goes to Babylon. Er geht nach Babylon. Same thing. Genau gleich. But he's just a harbinger. Aber er ist ja nur dieser Vorbote. And by the way, he goes to Babylon, and what happens to him Und after that? so nebenbei, was geschieht denn mit ihm, nachdem er nach Babylon ging? Repents and Er tut Buße und comes back. kommt zurück. The end, Am Ende, you go to Babylon, man geht nach Babylon. you do what? Was macht man? Repent, Du tust Buße you come back. und du kommst zurück. The three same steps that he took is the three same steps that's going to happen to Israel. Genau die drei Schritte, die er macht, genau diese gleichen 3 Schritte geschehen dann auch mit Israel am Ende. Any questions? Gibt es noch Fragen? Everybody good? Soweit, so gut? Okay, so we've got those 490 probationary time, all that's fine. Wir haben diese 490, diese Probezeit. We've described those three. It's the 490 of the kings, the 490 of Daniel 9, and this forgiveness 70 times 7. Wir haben also diese 3 Beispiele, die 490 der Könige, die 7 Wochen aus Daniel, also die 490 und diese 490 in Bezug auf das Vergeben. There may be one more, Und vielleicht gibt es da noch eines mehr, but ein it Beispiel doesn't come mehr, to my memory at the moment. aber gerade kann ich mich nicht erinnern. Then I explained Dann habe ich erklärt, why God's going to give them 490 for the kings. warum Gott nun diese 490 den Königen gewährt. Because to me, it doesn't make any sense. Weil für mich macht es eigentlich keinen Sinn. You see the criminality, Du siehst ja ihre Kriminalität schon, 14 and 15. hier in Vers 14 und 15. See the punishment, Du siehst die Bestrafung you're just going to get more straight away. und dann bekommt man doch einfach direkt noch mehr Bestrafung. That's what the verses seem to indicate. Das ist das, was die Verse scheinen zu sagen. They don't indicate that there's 490 years between 17 and 18. Es scheint nicht so, dass zwischen 17 und 18 490 Jahre liegen. And I want us to understand conceptually why it's necessary. Und ich möchte, dass wir verstehen, warum diese notwendig sind. Because there's a controversy going on. Denn hier gibt es ja diese Kontroverse, diesen Kampf. Between whom? Zwischen wem denn? God Zwischen Gott, and his people. zwischen Gott und seinem Volk. This is like civil war, Das ist wie Bürgerkrieg. rebellion, Es ist Rebellion. mirroring exactly the same rebellion that started off in heaven. Und das spiegelt genau die gleiche Rebellion wider, die im Himmel angefangen hatte. In heaven, Im Himmel God has got a government, hat Gott eine Regierung. a form of governance, a way he does things, What is governance? the way you
the way the government works. Okay, er The hat rules. eine Art von Regierungsform. Lucifer says, Und Luzifer sagt, don't like that. das mag ich nicht. God says, Gott sagt, take over. na dann, mach's besser. You have a go. Mach du. It all begins to unravel, Und das beginnt dann sich so zu entwickeln. and he has time. Und er bekommt Zeit. We call it probationary time. Und wir nennen dies Probezeit. He's being tested. Er wird getestet. We don't know how long that period was. Und wir wissen nicht, wie lang genau diese Periode ging. I think sometimes we think it's like, oh, a couple of days or something. Manchmal denken wir, dass es vielleicht einige Tage waren. You know, God says, okay, you've had enough. Oh, I've given you a week. Gott sagt dann nach einer Woche, ja, genug Zeit. Ellen White does say God forbear long with him. Ellen White sagt aber, dass Gott sehr lange ihn duldete. I don't know how long that was, but it's not short. Ich weiß nicht, wie lange das war, aber ich glaube, es war nicht kurz. He has an opportunity to prove himself. Er hat die Möglichkeit, sich selbst zu beweisen. He's not able to. Ihm ist es nicht möglich. He gets his reward. Er bekommt seine Belohnung. Gets kicked out of heaven. Er wird aus dem Himmel geschmissen. Then it all becomes proxy. Und dann wird es zu einem Stellvertreter. And then it continues. Und es geht weiter. Because now God's going to give him time, Denn nun gibt Gott ihm wieder Zeit. not just him, but through his proxies, human beings, Und nicht nur ihm, sondern seinen Stellvertretern, nämlich den Menschen. to see if we like that form of government as well. Damit wir nun schauen können, ob wir diese Art der Regierung mögen oder nicht. And that's what we're in now. We're in probationary time. Und darin befinden wir uns. Wir befinden uns in dieser Bewährungszeit, in To dieser see if Probezeit. Satan's form of government, Um Satans Art der Regierung zu sehen. we would call it the kingdoms of this world, Und wir würden sie die Königreiche dieser Welt nennen. or God's government, Oder eben Gottes Regierung. which is the good way. Welches ist der richtige oder gute Weg? And there's no way of finding out unless you test. Und es gibt keinen Weg drumherum, dies herauszufinden, es sei denn, du probierst es aus. Okay? Hopefully we're all okay. Ich hoffe, das ist soweit klar. So, I don't know how much detail each of us have gone into with respect to this model here. 1529, 490 is probationary time, 2019. Ich weiß jetzt nicht, in welches tiefe Detail jeder einzelne von uns hier in dieses Konzept gegangen ist von 1529, diese 490 Jahre, diese Bewährungszeit bis hin zum Jahre 2019. What waymark is this, Welche Wegmarke ist es dann hier? Sister Catherine? Don't think about priests, whatever. Just from this logic, what is that waymark? Anhand nur allein von dieser Logik, nicht jetzt in Bezug auf Priester, Leviten oder so, aber es muss ein Ende dieser Bewährungszeit sein. Explain why. Und erkläre nun warum. Denn es ist ja das Ende dieser Bewährungszeit und deswegen ist es das Ende dieses Testes. The servants Die Diener keep on looking at the plants. schauen, die betrachten die Pflanzen. Which ones? Welche? The wheat. Betrachten das Weizen. And what they're looking for. Und wonach schauen sie? Wann die Zeit der Ernte ist. They're looking for the wheat and saying, we check every day Sie betrachten das Weizen und schauen jeden Tag until we get to a point bis zu einem Punkt, where they're fully mature. wenn das Weizen vollkommen gereift ist. And then Und dann it's the end of checking. ist es das Ende dieses Betrachtens oder Prüfens, Which is end of testing, welches ja dann dieses Ende des Testes which ist, is end of probationary time. welches das Ende dieser Probezeit ist. Now you cut them down. Und nun schneidet man sie. Harvest. Nun ist die Ernte. Close of probation, end of test. Im Ende der Bewährungszeit ist Ende des Testes. Are we okay with that? Sind wir soweit vertraut damit? That's what that 490 would give us. Das ist, was uns diese 490 lehren. Everyone okay with that concept? Soweit okay. Now, there's danger. Aber jetzt gibt es ja eine Gefahr. What's the danger? Was ist denn die Gefahr?
All we've done is taken one thread. Alles, was wir nur gemacht haben, ist, dass wir einen Faden gefolgt sind. What's that? What thread have we taken? Welchen Faden haben wir verfolgt? What logic? Welche Logik? We just used a number. Wir haben nur eine Zahl betrachtet. You have to do more than take numbers. Und wir müssen mehr als nur Zahlen nehmen. Heranziehen. I want to try and conceptualize it this way. Und ich möchte es wie folgt darstellen. You need to know two things. Man muss zwei Dinge wissen. Sister Kathy, two things. Zwei Dinge. I'll give you the first, you give me the second. Okay. Time and Ich gebe das erste, Zeit Event. geography. und die Geografie. All you need to do is work out geography. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist die Geografie If you herauszufinden. can extend your thinking, it always fits. Und wenn du deine Gedanken etwas erweitern kannst, dann wirst du erkennen, dass es immer passt. Always look for the two things, time and geography. Always the Schau same. immer nach diesen zwei Themen, nach der Zeit und nach der Geografie. We did the time, Wir haben die Zeit betrachtet. all looks good. Alles passt soweit. So now we need to look at geography. Und jetzt müssen wir die Geografie betrachten. Okay, so that means the events. Das bedeutet also die Ereignisse. We need to go back into this history, Wir müssen zurück in diese Geschichte gehen. and what do you need to look for? Und wonach müssen wir schauen? 1529, what do you need to look for? Wonach müssen wir schauen? Not the event. Nicht das Ereignis. You need to look for some geography, some kind of issue that arises Man muss nach der Geografie suchen, nach irgendeiner Thematik, die aufkommt, that we can connect these two together. wo uns dann ermöglicht, dass wir diese beiden verbinden können. We'd call it an alpha and omega. Was wir dann Alpha und Omega nennen There have würden. to be the same waymark, Es muss die gleiche Wegmarke sein. or there has to be some strong connection. Oder es muss eine starke Verbindung geben. We call that Das nennen wir line Linie, upon line. Linie auf Linie. So this line here, Diese Linie hier also, we call it a waymark, but it's a line because we could just cut that. es ist eine Wegmarke, aber wir könnten es auch eine Linie nennen, weil wir könnten hier schneiden. That line has to be this line. Diese Linie muss der entsprechen. If we're okay with, at that simple concept level. Wenn wir soweit diesem einfachen Konzept folgen können. So if this is the end of something, Wenn das also das Ende von etwas ist, this must be the end of something as well. muss auch dies ein Ende von etwas darstellen. So that's how we should conceptualize this. So sollten wir das erfassen. We've got two things going on. Wir haben also hier zwei Dinge, die vor sich gehen. The Reformation and the siege. Wir haben die Reformation und wir haben diese Belagerung. They're connected. Sie sind verbunden. The siege is happening. Diese Belagerung geschieht. Why? Warum? Because God is using Islam Weil Gott den Islam benutzt, to do what? um was zu tun? Why to weaken Germany? Warum Deutschland zu schwächen, So that the Reformation can proceed. damit die Reformation Erfolg hat. So the connection is Die Verbindung ist also, Islam is doing its thing to protect God's people. Islam macht also ihre Sachen, um Gottes Volk zu schützen. So they're connected thoughts. Das sind also verbundene Gedanken. So we have Islam here, Wir haben also den Islam and we have the Reformation. und auch die Reformation. So what we would need to do Was wir also nun tun müssten, is to see what these two things mean, erkennen, was diese beiden Dinge bedeuten, the siege and the protest diese Belagerung und den in Protest 1529, im Jahre 1529 and bring them to our history. und sie dann in unsere Geschichte bringen. We already know that 2019 is a close of probation. Wir wissen schon, dass 2019 ein Ende dieser Probezeit ist. Problem is, Das Problem jedoch, it's risky. es ist sehr riskant. Why is it risky? Warum ist es riskant? Because you've only got the time. Wir nur die Zeit haben. So we need to make sure that the geography lines up in order to ensure this is correct, because we could have made up anything. Und wir müssen auch sicher gehen, dass die Geografie da einhergeht, weil sonst könnten wir ja alles erfinden. Und Are we okay with that? können wir das verstehen?
So it's beyond the scope of this class Es ist also über diese Unterrichtsstunde hinaus, to actually look at the geography and make those links. die Geografie zu betrachten und dann die Verbindungen herzustellen. But this is what we should be doing. Aber das ist das, was wir tun sollten. And if you remember, Elder Tess gave us, I don't know, 7 or 8, maybe 10 different historical events that all bring us to 2019. Und wenn ihr euch erinnern könnt, älteste Test hat uns 8, 9 oder 10 Ereignisse aufgezeigt, die uns alle in das Jahr 2019 führen. And I just want us to see we're just dealing with one of them and we can see how much information is there. Und wir behandeln jetzt nur eine davon und wir können schon sehen, wie viel Information da beinhaltet ist. So when people say, well, what happened in 2019 Und wenn also nun Menschen sagen, naja, jetzt sagt mal, was ist denn 2019 geschehen? on November the 9th, Am 9. November. we can see that to find that answer, there needs to be a lot of work done and it hasn't been done. Um die Antwort auf die Frage zu geben, muss viel Arbeit getan werden und diese Arbeit wurde nicht gemacht. Everybody's waiting for someone else to do it. Jeder wartet auf einen anderen, dass diese Arbeit gemacht wird. Okay? We only got here Wir sind nur hierher gekommen because of this siege. wegen dieser Belagerung. So, 9/11 points to what? Der 11. September zeigt uns nun also was auf? What waymark? Welche Wegmarke? Close of probation. Ende der Bewährungszeit? Not Nicht Sunday law. Sonntagsgesetz. So 9/11 points to what year? Der 11. September zeigt nun auf welches Jahr? Not Nicht what year? Not 14. 14. not 2014 Nicht auf 2014, Sunday law, Sonntagsgesetz, but it points to 2019. sondern weist auf das Jahr 2019 hin. So if 1529 points to 2019 Wenn also 1529 auf das Jahr 2019 hinweist and the 1683 siege points to 2019, und auch diese Belagerung vom Jahre 1683 auf das Jahr 2019 hinweist, let's stop there. und lasst uns hier jetzt stoppen. Sister Sarah, why does this point to 2019? Warum zeigt das jetzt auf das Jahr 2019? We have done the logic, but people have missed it. Wir haben die Logik gebracht, aber warum? Why does 1683 point to 2019? Warum zeigt nun das Jahr 1683 auf das Jahr 2019? Because it is in connection with 9/11 and 9/11 points to 2019. Is Points it that? to 2019? points to Close of probation and close of probation is is okay. 2019. Run through that slower for us. In English and then German. Okay. Sorry, I know it's really difficult what she's doing. She has to think through all of this and translate. Okay, I know so it's hard. I'm the sorry. 1683 siege points us to 9/11. I missed the point why, but it's okay. Because the event happened Okay. Mhm. on September the 11th. Okay. And so 9/11 in our time points to the close of probation, which was in 2019. So to speak, 9/11 is the stepping stone between 1683 and 2019. Yes. Okay. In German? I'm sorry. Also die Belagerung vom Jahre 1683 steht ja in Verbindung mit dem 11. September, wie wir herausgefunden haben, weil diese wohl am 11. September stattfand. 11. September in unserer Zeit steht in Verbindung, zeigt auf das Ende der Gnadenzeit, welches in unserer Linie ja dann 2019 ist. Und dann habe ich noch gesagt, sozusagen ist also der 11. September dieser Trittstein, damit wir sagen können, dass 1683 auf 2019 hinweist. I said it's the stepping stone, 9/11 is so to speak the stepping stone to bring us from 1683. That 1683 points to 2019. 12. Elder Tess gave us 12 historical events that all bring us to 2019. Älteste Tess hat uns 12 Ereignisse aufgezeigt, die uns alle in das Jahr 2019
bringen. We haven't even begun to scratch the surface Wir to haben- even understand our own history. Wir haben noch nicht einmal an der Oberfläche gekratzt, um unsere eigene Geschichte zu betrachten oder zu verstehen. 12 she gave us. Sie hat 12 Wegmarken aufgezeigt. And what's, I don't want to call it depressing, but disappointing for me personally, not Oh. blaming anyone, Es ist vielleicht etwas deprimierend und ich schuldige jetzt niemanden an, aber ich finde es schon sehr enttäuschend, if they were pointing to 2019, wenn sie alle auf 2019 hinweisen. we're already in 20. Wir befinden uns ja schon im Jahre And 2020 she told us that in 18. und sie hat das uns im Jahre 18 And gesagt. everything that we're doing now, Und alles, was wir jetzt tun, we could have done hätten wir schon in 18/19. im Jahre 2018, 19 machen We können. could have done it in real time or even before. Wir hätten es in Echtzeit oder sogar schon zuvor machen können. And I want to suggest we should have been doing it in real time. Und ich schlage vor, wir sollten es in Echtzeit tun. But as a movement, Aber als Bewegung, whatever you want to call it, disobedient, lazy, wie wir es auch immer nennen wollen, wir sind ungehorsam, wir sind faul. I can't think of any good reason. Ich kann keinen guten Grund erkennen. I think we've sinned. Ich glaube, wir haben gesündigt. We've been neglectful of our duty, Wir haben unsere Pflicht nicht getan and that's why we're in this mess. und deshalb befinden wir uns hier in diesem Schlamassel. We thought we were riding upon the crest of a wave, Und wir dachten, dass wir so auf der Welle reiten würden, and we've actually just crashed. aber eigentlich sind wir gefallen. We haven't done our job properly, and whatever the carnage, the horrible results of that, we will have to face. Wir haben unsere Arbeit nicht richtig vollendet und was auch immer das Resultat davon ist, müssen wir gegenüberstehen. So I want us to think about that. Und darüber möchte ich, dass wir nachdenken. We already have done the sin. Wir haben die Sünde schon begangen. The movement hasn't followed through and supported Elder Tess in her studies. Die Bewegung ist nicht mitgegangen und hat älteste Tess nicht in ihren Studien unterstützt. That dispensation came and went. Die Dispensation ist gekommen und ist auch gegangen. We're in a new dispensation. Jetzt befinden wir uns in einem neuen Zeitabschnitt. And in the last 2 or 3 classes, I haven't taught you anything that we should not have already, or that we could have not have already known before. In den letzten 3 Unterrichtsstunden habe ich euch nichts gelehrt, was wir eigentlich nicht schon längst hätten wissen sollen. Oder wissen können. And I want to just say it's too late, Jetzt möchte ich sagen, naja, jetzt ist es zu spät, because we're in the time period of harvest now. denn wir befinden uns ja in der Erntezeit. Not too late that we can't learn, Es ist nicht zu spät, dass wir nicht lernen könnten. but I think the reason why the movement is in such a difficult position Aber ich glaube, der Grund, warum die Bewegung sich in einem so schwierigen Position befindet, that individuals are suffering emotionally, dass Individuen Spiritually. emotional und geistlich leiden, while we haven't taken up the work of equality properly. und wir die Arbeit der Gleichberechtigung noch nicht richtig und vollbracht haben, Is because the 12 histories that Elder Tess gave us, ist, weil diese 12 Geschichten, die uns älteste Tess gegeben hat, by and large, we have not picked those up and investigated them properly. haben wir diese nicht im Allgemeinen aufgegriffen und sie gründlich genug studiert. Can we redeem the time? What is redeem? Like, Buy back. können wir die Zeit sozusagen The zurückkaufen? Bible says yes. Die Bibel sagt ja. Can you undo the damage? Kann man den Schaden beheben? No, you can't. Nein, das kann man nicht. We're going to have to suffer the consequences of our neglect. Wir müssen die Konsequenzen unserer Neglect. Lack of duty. Ja, Yeah, I understand it, but Yeah. not in German. sorry. Sorry. Now the internet is not working. Negligence, neglect. Von unserer Sorry.
Wir müssen die Konsequenzen von unserer Versäumnis oder Nachlässigkeit spüren und erleben. Last summer, Im letzten Sommer I remember having a conversation with someone erinnere ich mich an ein Gespräch, das ich mit jemandem hatte and telling them clearly, in no uncertain terms, und habe ihm ganz deutlich gesagt, ohne jetzt so ungewisse Begriffe, that the reason why individuals in the movement were in such a bad place der Grund, warum Individuen sich in der Bewegung in einem so schlimmen Punkt befinden, is because they stopped working. ist, weil sie aufgehört haben zu arbeiten. Some of them never even began to work. Und manche haben noch nicht einmal angefangen zu arbeiten. And they became personally scared of November the 9th. Und wurden dann persönlich so beängstigt in Bezug auf 9. November. What do you mean by work? So I'm going to define. Ich definiere jetzt, was ich meine mit arbeiten. What they began to do is become fearful of their own salvation. Was sie angefangen haben zu tun, ist, dass sie Angst hatten in Bezug auf ihre eigene Erlösung. And they fell back into their Laodicean thinking. Und sie sind zurückgefallen in ihren laodiceanischen Gedanken. So instead of doing what Ezekiel chapter 2 and 3 tells us to do, Und anstelle, dass sie das getan hätten, was Hesekiel 2 und 3 uns sagt, which is give the message of warning, welches ja die Botschaft der Warnung zu geben ist, doing a work, nämlich diese Arbeit zu we vollbringen, began to withdraw. haben wir uns zurückgezogen People began to just focus upon their own wants, their own needs. haben sich Leute dann so auf ihre eigenen Bedürfnisse fokussiert Thinking that would be the solution to their problems, their concerns. und haben gedacht, dass das die Lösung für ihre eigenen Probleme und ihre eigenen Ängste sind. That conversation that I had, Dieses Gespräch, das ich hatte, that analysis of what was going wrong in the movement nearly 12 months ago, diese Analyse von was in der Bewegung schiefläuft vor 12 Monaten, that we had essentially become selfish, war, dass wir grundlegend eigentlich selbstsüchtig wurden, self-centered. selbstzentriert. We thought that to be saved, we need to look to ourselves and not look to the work that we had been given. Wir dachten, dass wir, um erlöst zu werden, müssen wir nun uns auf uns selbst fokussieren und nicht mehr auf das Werk, das wir eigentlich vollbringen sollten. What I'm saying here Was ich sage, is exactly the same thing, but just slightly differently. ist genau das gleiche wie hier, nur ein klein wenig anders. Last year was the time to go through those 12 histories and try to understand what they meant for us. Letztes Jahr war die Zeit, in der wir zu diesen 12 Geschichten hätten gehen sollen, um zu erkennen, was sie für unsere heutige Zeit bedeuten. But we didn't do that. Aber das haben wir nicht gemacht. We became introspective, looking at ourselves. Wir wurden so, wir haben nur auf uns selbst geschaut. And I think it has basically caused damage that is irreparable. Und es hat Schaden hinzugefügt, der nicht mehr reparabel ist. Okay, so that's enough chastising. Das ist jetzt genug. What we Beschämung. can see Was wir erkennen können, is that the 1683 siege of Vienna, dass diese Belagerung von Wien im Jahre 1683, we could just do siege and siege, Vienna, Vienna. wir könnten einfach nur Simple. ganz einfach Belagerung mit Belagerung vergleichen, Wien, Wien. It works, but it's dangerous. Es funktioniert, aber es ist gefährlich. We didn't do that. Das haben wir nicht gemacht. What we did do, Was wir getan haben, we went from a date, a year, wir sind von einem Datum, von einem Jahr went to 9/11, zum 9. September gegangen then September the 11th points to 11. the close September. of probation. und dann gesehen, dass der 11. September auf das Ende dieser Probezeit zeigt. So we can see that this siege points to the close of probation. Und somit können wir erkennen, dass diese Belagerung auf den 9/11, zum 11. September hinweist. We saw the same thing here. Das haben wir auch hier erkannt. There's no 9/11 in this story, In dieser Geschichte gibt es keinen 11. September. so you can't use the 9/11 methodology. Also kann man hier diese Methodik des 11. Septembers nicht benutzen. What's this methodology? Welche Methodik wird hier verwendet?
probationary time. diese Bewährungszeit. So we use probationary time to realize that this is the close of probation. Wir benutzen diese Bewährungszeit, um zu erkennen, dass dies hier das Ende dieser Probezeit ist. This one, Und dies hier, we use this logic. da benutzen wir folgende Logik. 9/11 Der 11. September points to zeigt close of probation. auf dieses Ende der Probezeit. This is 9/11, Das ist der 11. September. must point to close of probation. Muss also auf das Ende dieser Probezeit So you've hinweisen. got 1683, close of Man probation, hat also 1683 Ende der Probezeit a 1529, close of probation. und im 1529 auch Ende der They're both Probezeit. Vienna and they're both sieges. Sie sind beide Wien und beide eine Belagerung. So they're connected. Stehen also in einer Verbindung. And Und we know that the 1683 is connected to, I'm going to say 1517, that's the date that I was given. 1683 steht in Verbindung auch mit 1517, Because there's a cause and effect. denn hier gibt es eine Ursache-Wirkung-Beziehung. So we've approached this problem in multiple ways. Wir haben also das Problem auf verschiedene Weisen, sind wir es herangegangen. So what we've done is we've done most of the work. Wir haben also das meiste der Arbeit nun getan. All the links are there. Alle Verbindungen sind hier. There's only a little bit left to do. Es ist jetzt nur noch ein wenig, was man tun muss. This is what date? Welches Datum ist es hier? Date. An welchem Datum war This diese is not Belagerung? 490. We're not interested in that time period Es sind nicht 490, sondern because we're using a different approach. weil wir eine andere Herangehensweise jetzt benutzen. So all we need to do Was wir jetzt tun müssen, is work out all the bullet points of what's happening all diese Punkte herauszuarbeiten, was geschehen ist. in the 1529 Sowohl 1529 and then the 1683. und dann auch in der Belagerung von 1683. You have these points and you have to see how they bring you to 2019. Dann hat dann diese Punkte, die uns dann zeigen, wie wir zum Jahre 2019 kommen. So this is the trick, I guess. Das ist sozusagen dieser Trick. Most of the work has already been done Die meiste Arbeit wurde schon getan, to create the structure. nämlich die Struktur aufzuzeigen. The easy bit Das ist das Einfache, is just work out the events, nur die Ereignisse herauszuarbeiten. but the real crunch comes to see how you get those events and turn them into 2019, an application. Aber dann das Schwierige ist dann, wie man diese Ereignisse in das Jahr 2019 umwandelt und eine Anwendung macht. Making of the application Diese Anwendung zu vollbringen, is just the finishing touches. It's the last piece, ist nur dieses letzte Stück. but it's the hardest bit Aber es ist das Schwierigste. because it's not that easy to get it right. Denn es ist nicht so einfach, es auch richtig zu stellen. If all of this was 100%, Wenn das alles 100% wäre, I'm saying we've already done 80% of everything. dann sage ich, haben wir schon 80% von allem gemacht. 10% to find out what the events were, 10% noch, um herauszufinden, was die Ereignisse sind. and that's 90%, Also haben wir dann 90%. and that's easy to do. Das ist einfach. Then this last 10%, Und nun die letzten 10%. the application, Die Anwendung. that's hard Das wird schwierig. to make sure you don't make mistakes. Um sicher zu gehen, dass man keine Fehler begeht. So we should be doing this Wir könnten und wir sollten es tun. for all of those waymarks. And now we've got 13. Für alle dieser Wegmarken. Und jetzt haben wir sogar 13. But the way Elder tested it is with all these time elements in it. This one does not have a time element. Die Art und Weise, wie Älteste Test es gemacht hat, war mit diesen Zeitelementen. Und bei diesem hier haben wir ja dieses Zeitelement nicht. At least not one that we used. Zumindest mal kein Zeitelement, das wir genutzt haben. And remember Und erinnert euch, that 2019 dass 2019 is a waymark on multiple lines. eine Wegmarke auf verschiedenen Linien ist. Priests, Der Priester, the SDA Church. der SDA-Gemeinde. We'll just go with those two. Gehen wir mal nur mit den beiden. The line of the institutions Also die Linie der Institutionen and the line of the priests. und die Linie der Priester. It affects multiple lines.
Also es betrifft mehrere Linien. I hope that's clear. Ich hoffe, das ist deutlich. You all look confused. Ihr schaut alle etwas verwirrt rein. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We ask and pray for a blessing. Wir bitten dich um deinen Segen. May our study not only be approved by you, but may it be a blessing upon ourselves. Dass dieses Studium nicht nur von dir bestätigt wird, sondern dass es ein Segen auch für uns ist. Father, as the enormity of the mistakes that we have made comes to our consciousness, Wenn wir jetzt erkennen, wie viele Fehler wir begangen haben, it's not that we want to feel worse than we already do, ist es nicht so, dass wir uns noch schlechter fühlen wollen, wie wir es eh schon tun. we want to have peace with you. Wir möchten im Frieden mit dir sein. We don't want to be overwhelmed Wir by möchten- our failures, Wir möchten nicht durch unsere Fehlschläge überwältigt werden, but we want to press forward. aber voranschreiten. You have given us a hope Du hast uns eine Hoffnung gegeben, that we can do that. dass wir es so tun können. Please be with us Bitte sei mit uns in the coming weeks and months. in den nächsten Wochen und Monaten. I pray in Jesus' name. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen.